Na, seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? Home Assistant hat ein neues Update veröffentlicht und wir schauen uns das Ganze bei mir auf dem System an, damit ihr wisst, was demnächst bei eurem System los ist. Wie immer, wartet bis ein Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 hinter dem Release steht, damit ihr wisst, dass das ein richtig stabiles Update ist. Der Tester hier vorne ist immer noch der Uhr. Willkommen auf Smart Zeug. Let's go! Eine Neuerung in diesem Release finden wir im Energiedashboard, denn wir können hier oben bei den Tabs sehen, dass es jetzt nicht mehr Energie heißt, sondern es aufgeteilt wurde zwischen Strom, Gas und Wasser. Des Weiteren, wenn wir jetzt zum Punkt Jetzt gehen, können wir hier 3 Kacheln sehen, einmal für den Stromverbrauch, einmal für den Gasdurchfluss und einmal für den Wasserdurchfluss. Das sind alles die jetzigen Momentanwerte. Natürlich habe ich Gas und Wasser für euch nur hier simuliert, dass ich das zeigen kann. Und den Wasserverbrauch sieht man auch hier in so einem Senki-Chart, weil ich natürlich keinen Wasserverbrauch hier euch zeigen kann ich euch das nur beschreiben. Dann baut sich hier unten das gleiche Senki-Chart wie hier auf, nur für den Wasserverbrauch in den jeweiligen Räumen. Aber das war noch nicht alles. Wenn wir hier zur Konfiguration gehen, dann können wir auch sehen, dass hier oben nun das Ganze aufgeteilt wurde zwischen Strom, Gas und Wasser. Die Einstellungen aber wiederum in den jeweiligen Bereichen sind die gleichen. Da hat sich wiederum nichts getan. Es wird aber, wie ihr sehen könnt, hier und dort ein wenig aufgeräumt, was ich persönlich ziemlich cool finde. Im Bereich der Automatisierung haben wir eine ziemlich coole Verbesserung. Und zwar, wenn ihr zu einem Automatisierungsblock geht, dann könnt ihr bei den 3 Punkten nun bei Fehler fortfahren aktivieren. Das bedeutet, wenn irgendwo im Laufe dieses Automationsblocks, in diesem Fall ein Fehler entsteht, wird trotzdem fortgefahren, sodass dann in diesem Fall die Terrassentür geöffnet wird. Als Beispiel. Ich stelle mir das dann spannend vor, wenn ich eine Automatisierung habe, wo ich vielleicht Benachrichtigungen verschicken möchte und wenn dann dazwischen drin irgendwas auf Fehler läuft, möchte ich vielleicht dennoch die Benachrichtigung erhalten, weil vielleicht die anderen Punkte in der Automation immer noch valide waren. Aber hierzu würde mich eure Meinung interessieren. Packt mir es gerne unten in die Kommentare. Ich bin jetzt schon gespannt. Eine weitere kleine, aber feine Verbesserung findet sich auch nun hier im Bereich der Verbindungsprotokolle, denn hier wurde ein wenig aufgeräumt und das Ganze, sag ich mal, etwas schicker gestaltet. Wenn ich mal hier zu Bluetooth reingehe, dann seht ihr, dass es nun etwas aufgeräumter wird und auch die Informationen hier besser dargestellt werden. Ich kann dann trotzdem hier abspringen, um das Ganze mir anzuschauen. Und selbiges habt ihr dann natürlich auch in den anderen Bereichen, sodass diese dementsprechend aufgeräumt wurden. Wäre es nicht cool, wenn ich meinen Home Assistant, wenn ich das mit einem Home Assistant Voice hier steuere, es permanent mitnehmen könnte? Könnte ich vielleicht mit dem auch, wenn ich eine Powerbank daran anschließe, aber wäre dann total umständlich. Viel cooler wäre es doch, wenn ich ein Handy hätte, womit ich dann auch hier okay Nabu und so weiter sagen kann, damit dann das Ganze aktiviert wird. Und genau das ist nun möglich, aber nicht mit Geräten, wo ein Apfel drauf ist, sondern nur dort, wo der Android-Roboter drauf ist. Ihr könnt nun mit Android-Geräten hier okay Nabu und die ganzen Wake-Word-Geschichten nutzen und somit euer Home Assistant per Voice steuern. Und wie wir Home Assistant kennen, geschieht das Ganze lokal, ohne irgendwie eine Verbindung zu einer Cloud oder sonst irgendwas, direkt auf dem Android-Gerät. Das ist schon mal ziemlich cool. Aber es gibt natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Dadurch, dass dieses Gerät permanent zuhört, ob ich nun dieses Wake-Word sage, geht hier die Batterie flöten. Deshalb gibt es nun eine neue Automatisierung, womit ihr die Erkennung der Wake-Words aktivieren und deaktivieren könnt. Zum Beispiel, wenn ihr außer Haus seid, dann muss das Handy nicht zuhören, ob ihr ein Wake-Word sagt, aber sobald ihr wieder zu Hause seid, dann wird es wieder spannend. Vielleicht ist das ein dezenter Hinweis, dass ich mal auch zu Android wechseln sollte. Einen Saugroboter über Home Assistant zu steuern, ist nichts Neues. Das geht schon seit Jahren und dafür habe ich auch schon das ein oder andere Video gemacht, wie das geht. Die Bereiche, die ein Saugroboter selbst in seiner Karte definiert, zum Beispiel die Küche oder den Flur, sauber zu machen, ging auch, war hier und dort etwas umständlicher und manchmal weniger umständlich, je nachdem, welchen Weg man gegangen ist. Jetzt mit diesem Release könnt ihr eurem Saugroboter Bereiche direkt zuordnen, die er sauber machen soll, ohne dass ihr dort großartig eine Integration, was einstellen oder konfigurieren müsst, sondern man kann eigentlich sagen, mehr oder weniger out of the box, wenn der Saugroboter bei euch funktioniert. Disclaimer, das geht derzeit nur mit Roborock-Saugrobotern und EchoWax, aber ich gehe davon aus, dass demnächst Dreamy und die anderen Marken und so weiter hier auch dazu stoßen werden. Wenn ihr das neue Release installiert und einen unterstützenden Roboter bei euch zu Hause habt, dann bekommt ihr hier so einen Reparaturhinweis. Und wenn ich jetzt mal hier in diesen Saugroboter gehe, dann kann ich hier die Bereiche zuordnen. Denn die Küche, die mein Saugroboter in seiner eigenen Karte hat, ist jetzt vielleicht nicht die Küche, die ich in Home Assistant als Küche definiert habe. Deshalb muss ich das Ganze hier einmal zuordnen, damit hier der Roboter auch weiß, dass Küche in meinem Fall auch Küche ist und so weiter.
Und wenn ihr das Fenster, so wie ich jetzt einmal weggeklickt habt, ohne die weiteren Bereiche hier definiert zu haben, dann bekommt keine Panik. Geht einfach einmal zu eurem Roboter rein. Und wenn ihr dann hier auf euren Roboter draufdrückt, könnt ihr über das Zahnrad dann wieder die Zuordnung von Staubsaugerabschnitten zu Bereichen dann wiederfinden und das Ganze dann hier ganz einfach weiter zuordnen. Ja, und was bringt mir das Ganze, fragt ihr euch vielleicht. Es gibt natürlich eine neue Aktion und diese ist vacuum.clean_area. Dann könnt ihr hier den Saugroboter als Ziel hinzufügen und die Bereiche, die ihr dann definiert habt, hier auswählen und dann hier auf Aktion ausführen drücken. Und wenn ich das jetzt mache, ich habe hier einmal den Saugroboter, dann sollte jetzt hier der Saugroboter losgehen und das macht er auch tatsächlich. Und somit haben wir das auch hier live getestet. Wie cool ist das denn? Und wenn wir noch eine Schippe drauflegen, wäre es doch cool, wenn ich das jetzt per Sprache auch steuern könnte, hier mit Home Assistant Voice. Und das wird auch demnächst möglich sein. Das, was ihr hier seht, ist hier das Fundament. Und mit dem nächsten Release oder mit dem übernächsten Release wird dann auch hier das Ganze dann per Home Assistant Voice hinzugefügt. Wenn dir das bisherige Video geholfen hat, gefallen hat, denkst du, es ist zu viel verlangt, wenn ich jetzt nach einem Like und einem Abo frage? Sonst schreib mir auch gerne unten in die Kommentare Fragen zum Video, Wünsche, Anregungen, Kritik. Ich tausche mich gerne mit euch aus, um hier neue Sichtweisen zu erhalten. Und das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Video. Natürlich gibt es auch mit diesem Release neue Integrationen, die ihr Weg ins Home Assistant gefunden haben. Und ich zeige das normalerweise hier über die Integrationsseite. Aber Freundinnen und Freunde, es ist so viel. Deshalb scrolle ich hier ganz langsam durch, dass ihr einen Überblick bekommt. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Ich habe es nicht gezählt, aber es dürften 15 oder 20 Stück sein. Deshalb könnt ihr das jetzt hier am Bildschirm live verfolgen. Und wenn etwas dabei sein sollte, was ihr bei euch zu Hause habt, dann dürft ihr euch jetzt freuen. Aber nicht nur neue Integrationen finden wir toll, sondern auch Verbesserungen, bestehende Integration. Und das ist wirklich vollgepackt bis oben hin. Ich scrolle hier auch ganz langsam durch und bei dem einen oder anderen gehe ich dann auch drauf ein. Zum Beispiel, jetzt kann man hier bei der Reolink-Kamera aus Home Assistant heraus die PTZ-Knöpfe drücken, sodass ihr nach links und nach rechts schwenken könnt. Das ist natürlich ziemlich cool. Eben hatten wir es von Roborock und da wurde die Integration so verbessert, dass wenn ihr einen Waschtrockner von dieser Marke habt, dann habt ihr nun weitere Optionen hier im System, um das Ganze dann euren Bedürfnissen nach anzupassen. Neben Reolink unterstützt die Unify Protect Integration nun auch PTZ-Support, was ich persönlich ziemlich cool finde. Und weiter geht's in der Liste. Ich scrolle hier ganz langsam runter, einfach nur, dass ihr einen Überblick bekommt. Und wenn da was Spannendes für euch dabei ist, könnt ihr jetzt einfach das Video kurz stoppen, euch das Ganze durchlesen. Und ich weiß jetzt schon, dass mein YouTube-Kollege Thomas, Grüße gehen raus, vom Kanal Steuer dein Leben, sich freuen wird, denn die Renault-Integration bringt nun die Möglichkeit, einmal die Hupe und hier die Lichter kurz aufflackern zu lassen, damit man das Auto dann irgendwo besser findet. Viel Spaß, Thomas, schon mal bei der Nutzung. Du darfst gerne beim nächsten Podcast dann berichten. Und weiter geht's hier. Wie ihr seht, es hört einfach nicht auf. Auch im Bereich Tessie wurde eine Verbesserung hinzugefügt, auch bei Portainer, bei Nintendo Parental Control, das kann ich euch tatsächlich sogar zeigen. Dort gibt es nun zwei neue Optionen. Einmal hier den Schlafenszeitwecker, den ihr einstellen könnt und einmal, wann Schlafenszeitende ist, sodass dann die Kids wieder spielen können. Und wir fahren fort hier in unserer Liste und schauen mal, wie weit wir kommen. Wie ihr sehen könnt, viele Integrationen wurden hier verbessert, was natürlich Home Assistant ja zuzusprechen ist. Mittlerweile ist die Community hier riesig und wir alle profitieren davon. Dankeschön an alle Entwicklerinnen und Entwickler, die hier wirklich Herzblut und Schweiß reinpacken. Hier noch ein kurzer Blick über die weiteren nennenswerten Änderungen. Auf den einen Punkt mit den verschiedenen Funkprotokollen bin ich schon eingegangen, aber die ganzen Punkte möchte ich euch jetzt hier auch nicht vorenthalten. Und jetzt scrolle ich ganz kurz durch die Backward Incompatible Changes. Wenn ihr dort einen Punkt seht, der für euer System hier relevant ist, dann geht hier in das Dokument rein. Den Link dafür findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibungsbox. Klappt das auf, lest euch durch und trefft dementsprechend Vorkehrungen für euer System. Wenn ihr nach Gleichgesinnten sucht, für unser allerliebstes Hobby Smart Home, mit eurem Smart Home vielleicht flexen möchtet, Hilfe braucht oder anderen helfen möchtet, dann kommt zu uns ins Forum www.community-smarthome.com. Wir haben auch ein Discord, das ist sehr gerne besucht und demnächst gibt es dort auch Live-Talk-Runden. Dazu habe ich euch auch einen Einspieler vorbereitet, das spiele ich euch ab und ich würde mich riesig freuen und auch das ganze Forum, wenn ihr euch heute noch dafür registriert. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme,
sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch ab sofort unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. Und jetzt seid ihr gefragt, schreibt mir unten in die Kommentare, was eure Highlights und Lowlights aus diesem Release für euch waren. Wer weiß, vielleicht liest ja das Entwicklerteam von Home Assistant mit und dann wird es im nächsten Update dann behoben. Und wenn wir es nicht unterschreiben, dann halt nicht, dann haben wir Pech gehabt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst, einfach um das Ganze zu honorieren, die ganze Arbeit. Und wenn ihr das zukünftig gar nicht verpassen möchtet, dann gebt dem Abo-Knopf jetzt einen auf die Fresse, aktiviert die Glocke, um zu den allerersten zu gehören, die dann dieses News-Video demnächst dann an sich anschauen können. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal rein. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.